In 2 Tagen ist Muttertag und ich dachte mir, diesmal machen wir eine Torte, für die ihr weder viel Backerfahrung noch einen Backofen benötigt. Zuerst schmelzen wir die gehackte Schokolade für die Creme über einem leicht köchelnden Wasserbad. Bei mir ist das so Stufe 4 bis 5 von 9, denn die Schokolade sollte danach vollständig auskühlen, bevor ihr sie zur Creme dazu gebt, und deswegen machen wir diesen Schritt als erstes. Stellt die Schokolade zur Seite und kümmert euch um den Springformboden, denn ich empfehle euch, diesen auszulegen und das gleiche auch mit den Seiten zu tun, denn so sieht euer Cheesecake am Ende einfach sauberer und ordentlicher aus. Für die Seiten verwende ich sogenannte Acetatfolie, ihr könnt alternativ aber auch einfach Backpapier nehmen. Übrigens findet ihr die Links zu allen Produkten, die ich im Video verwende, wie immer in der Infobox. Die Folie fixiere ich mit einer Klammer und stelle die Form zur Seite, denn jetzt sind die Haselnüsse für den Boden an der Reihe. Diese werden zerkleinert, aber am besten so, dass noch ein paar gröbere Stückchen übrig sind. In eine Schüssel gebt ihr den gemahlenen Butterkeks, die Nüsse, Kakao und Puderzucker und verrührt das Ganze erstmal gründlich miteinander. Gebt die geschmolzene Butter und die Milch dazu und vermengt das Ganze, bis ihr am Ende so eine bröselige Masse habt. Verteilt die Masse erstmal grob auf dem Springformboden und danach wird sie fest gedrückt, entweder mit einem Glas oder einem anderen runden Gegenstand. Stellt die Form in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit bereitet ihr die Creme vor. Dafür wird zunächst die Sahne aufgeschlagen, allerdings nicht fest, die sollte noch cremig weich sein. Danach gebt ihr den Mascarpone in eine Schüssel, Puderzucker, etwas Vanille und Nuss-Nougat-Aufstrich. Diese Zutaten werden jetzt kurz cremig gemixt. Danach gebt ihr die geschmolzene Schokolade dazu, aber, und das ist wirklich wichtig, die sollte ausgekühlt sein. Die darf nicht mehr heiß oder warm sein, denn sonst verklumpt eure Creme und dann war die ganze Arbeit umsonst. Also achtet bitte darauf. Bei mir dauert es ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis die Schokolade so die ideale Temperatur hat, um weiterverwendet zu werden. Jetzt folgt die Sahne, die rühre ich ganz kurz mit dem Mixer ein und den Rest erledige ich dann per Hand und damit ist die Creme schon fertig und kann auf dem Boden verteilt werden. Gebt die Springform wiederum in den Kühlschrank, während ihr die Glasur herstellt. Dafür gebt ihr die Sahne in einen kleinen Topf und erhitzt sie. Sie sollte nicht kochen, sondern einfach nur heiß sein. Danach schaltet ihr den Herd aus, gebt die Schokolade dazu und mit Hilfe der Resthitze wird diese geschmolzen, bis ihr so eine etwas dickflüssigere Glasur habt. Verteilt diese über der Cremeschicht, kippt die Springform in alle Richtungen hin, so dass sich die Glasur schön verteilt und auch gerade ist. Für den Kirschpudding und warum ich diesen zubereite, erkläre ich euch später noch, gebt ihr die Kirschen, den Saft und den Zucker in einen Topf und kocht alles erstmal auf. Die Speisestärke verrührt ihr mit dem Wasser und gebt diese Mischung zum Kirschkompott dazu, sobald das Ganze kocht. Jetzt wird konstant gerührt, bis ihr so eine Art flüssigen Pudding habt, also das ist so die ideale Konsistenz. Stellt den Topf zur Seite und lasst den Kirschpudding auskühlen. Und jetzt folgt der für mich schönste Teil, und zwar das Dekorieren. Zum Bestreuen verwende ich gehackte Haselnüsse, Mandeln, Mini-Kekse, Rocher. Einige der Rocher, die bepinsle ich auch mit etwas Goldstaub, also da könnt ihr eure Fantasie wirklich freien Lauf lassen.
Der Cheesecake schmeckt auch so richtig gut, aber ich verwende gerne den Kirschpudding, der so einen Ausgleich schafft. Ihr könnt euch vorstellen, der Cheesecake ist relativ süß, no na nicht, es ist ein Rocher Cheesecake, aber der Pudding, der bringt dann so eine Säure mit sich und es ist einfach die perfekte Harmonie. Man kann es nicht anders beschreiben. Das geschriebene Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog, zusammen mit etlichen nützlichen Tipps, Tricks und Infos rund um diesen Cheesecake. Und deswegen ja, schaut mal vorbei und gerne auch in meinem Shop, denn dort findet ihr nicht nur mein Kinderbuch, sondern auch meine selbst kreierten Küchenschürzen made in Bosnien mit ganz viel Liebe. Ich wünsche euch und euren Müttern einen wunderschönen Muttertag und bedanke mich fürs Zusehen.